Menschen, die ein Geständnis auf dem Sterbebett gehört haben. Was waren einige interessante oder bemerkenswerte? Meine Großmutter hat auf dem Sterbebett einen Mord gestanden. Normalerweise würde man denken, es lag an den Schmerzmitteln, aber sie war so exzentrisch, dass es tatsächlich glaubwürdig klang. Wir haben alle ihre Ex-Männer, Partner und alle anderen möglichen Kandidaten nachverfolgt. Zum Glück war niemand verschwunden oder eines unnatürlichen Todes gestorben. Aber manchmal frage ich mich trotzdem. Mein Vater hatte Alzheimer und landete schließlich in einer gesicherten Station. Er war blind und fast taub. Ich besuchte ihn eines Tages. Er wusste nicht, wer ich war, aber er fing an, über mich zu sprechen. Er sagte, ich hätte es im Leben besser gemacht als er und dass er stolz auf mich sei. Im echten Leben war er ein ruhiger Mann und hatte mir das nie gesagt, als ich aufwuchs. Wenn ich zurückblicke, merke ich, dass er Dinge für mich getan hat, die ich dummerweise nie als solche erkannt habe. Zum Beispiel, als er in Rente ging, fragten ihn seine Kollegen, was er sich als Abschiedsgeschenk wünscht. Er wählte einen wissenschaftlichen Taschenrechner. Das war in den 1970ern. Er selbst hatte keine Verwendung dafür. Er schenkte ihn mir für die Uni. Ich dachte mir damals, er hätte ihn einfach nur weitergegeben, ohne zu begreifen, dass er ihn extra wegen mir im Kopf ausgesucht hatte. Meine Urgroßmutter führte ein sehr langes und interessantes Leben. In den 1920ern war sie in ihren 20ern, mitten in der Wirtschaftskrise. Sie hatte damals wohl eine wilde Phase, über die wir allerdings kaum etwas wissen. So sehr, dass wir nicht mal den Namen unseres Urgroßvaters kennen, nur den ihres späteren Ehemanns. Im Laufe ihres fast 100-jährigen Lebens sammelte sie Eulen, wörtlich tausende Eulenfiguren. Sie hatte Uhren, Wandbehänge, Topflappen, Lampen, Kunst auf Buntglas, Salzstreuer und mehr kleine Eulenfiguren, als man sich vorstellen kann. Wir fragten uns immer wieder, welche Bedeutung die Eulen für sie hatten. Sie sprach nie darüber. Wir wussten nur, sie liebt Eulen. Nun, als sie dem Tod nahe war, 98 oder 99 Jahre alt, und die Ärzte sagten, es ginge nur noch um Tage, gingen meine Großeltern zu ihr und fragten, ob es noch etwas gäbe, das sie sagen oder fragen wolle, bevor sie gehe. Sie dachte kurz nach und sagte dann, ich habe die Eulen nie verstanden. Wie sich herausstellte, waren ihr die Eulen völlig egal. Soweit wir das rekonstruieren konnten, hatte sie irgendwann in den 40ern oder 50ern entweder ein Untersetzerset oder Salz- und Pfefferstreuer in Eulenform gekauft. Dann schenkte ihr jemand das andere. Das waren die ältesten Eulen, an die sich jemand erinnern konnte. Und von da an bekam sie ein passendes Eulenteil geschenkt, vermutlich einen Topflappen oder Platzdecken. Plötzlich war ihre Küche im Eulenstil. Von da an nahm es seinen Lauf. Die Eulen kamen in Strömen, wie Wein, und verwirrten sie über 60 Jahre hinweg. Am Ende machten sie den Großteil ihres Besitzes aus. Die Moral der Geschichte: Wenn dir etwas nicht taugt, sag es lieber früh. Meine Großmutter litt viele Jahre an Demenz, bevor sie starb. Es wurde so schlimm, dass sie nicht mehr wusste, wer ihre Familie war und sich in ihrem Haus verbarrikadierte, weil sie vor allen Angst hatte. Sie vergaß sogar, dass sie rauchte. Monate später fand sie dann irgendwo ihre Zigaretten wieder, weil sie vergessen hatte, wo sie hingelegt hatte, und sagte, sie sei dringend auf der Suche nach einer. Sie rauchte dann eine, legte die Packung wieder weg und das war's für Monate. Am Ende blieben ihr nur noch wenige Erinnerungen. Eine davon war, dass ihre Schwester wunderschön Klavier spielen konnte und dass ihr Ehemann, ihre Jugendliebe, fort war, aber sie nicht wusste, wohin. Er war schon vor einiger Zeit gestorben. Sie verbrachte ihre Tage damit, auf seine Rückkehr zu warten. Mein John kommt gleich nach Hause, sagte sie oft. Oder jemand ging am Fenster vorbei. Sie sah zweimal hin und meinte, ich dachte, das war mein John. Es war herzzerreißend mit anzusehen, wie sie immer weiter abbaut, bis sie schließlich auf dem Sterbebett lag, ohne noch etwas oder jemanden zu erkennen. Ich ging ins Krankenhaus, um mich von ihr zu verabschieden. Sie hielt meine Hand, sagte mir, wie sehr sie mich liebt und dass sie jetzt bereit sei, zu John zu gehen. In diesem Moment erinnerte sie sich daran, wer ich war, was mit ihr geschah und dass ihr Mann, mein Opa, bereits gegangen war. Nicht lange danach schlief sie friedlich ein. Ich bin für immer dankbar, dass ich mich verabschieden und ihr noch sagen konnte, wie sehr ich sie liebe. Ich habe diesen Moment so lange mit mir herumgetragen, ohne ihn je wirklich zu verarbeiten. Das alles jetzt aufzuschreiben, hat mir das Herz herausgerissen. Ich vermisse sie beide so sehr, aber ich weiß, dass sie jetzt endlich wieder zusammen sind, irgendwo. Nicht meine Geschichte, sondern die eines Hospizmitarbeiters, der in meiner Klasse gesprochen hat.
Für alle, die es nicht wissen, ein Hospiz ist eine Form der Sterbebegleitung, bei der es nicht darum geht, den Tod zu verhindern, sondern darum, den sterbenden Menschen körperliche und seelische Schmerzen zu nehmen und ihm den Übergang zu erleichtern. Eine seiner Patientinnen war eine bettlägerige Frau in ihren 90ern, die größtenteils nicht ansprechbar war, aber hin und wieder hatte sie Momente der Klarheit und des Erkennens. Es ist schwer zu sagen, wie sehr Patienten in diesem Zustand noch etwas von ihrer Umgebung mitbekommen. Deshalb wird die Familie ermutigt, einfach bei ihnen zu sein, in der Hoffnung, dass sich das beruhigend wirkt. Die Frau stammte aus einem US-Bundesstaat, der sehr stolz auf eine staatliche Universität war, besonders auf deren Footballteam. Ihre Familie war über 4 oder 5 Generationen hinweg auf diese Uni gegangen. Während ihrer Hospizzeit allerdings entschied sich ihre Urenkelin als erstes in der Familie auf eine andere Uni zu gehen, und zwar auf die der großen Rivalen. Die Familie unterstützte ihre Entscheidung, machte aber oft Witze darüber, dass sie die Rebellin oder der Judas der Familie sei. Eines Tages saßen alle um das Bett der alten Dame und neckten das Mädchen wieder mal wegen ihrer Studienwahl. Plötzlich setzte sich die Patientin auf, sah ihrer Urenkelin direkt in die Augen und sagte »Verräterin« und starb. Einfach so. Ich habe die letzten 14 Jahre in einem Krankenhaus in Garmisch-Partenkirchen, einer kleinen Stadt in der Nähe von München, gearbeitet. Mein Job dort ist alles andere als glamourös. Ich bringe Patienten von A nach B, entsorge den Müll und erledige hin und wieder kleinere handwerkliche Dinge, zum Beispiel einen undichten Duschkopf reparieren. Wie ihr euch denken könnt, sehe ich viele Patienten kommen und gehen. Manche davon sterben eben auch. So ist das Leben. Ein paar Mal haben mir die Leute vor ihrem Tod ihre größten Geheimnisse oder Reuegeständnisse anvertraut. Hier sind ein paar Beispiele. Eine ältere polnische Frau sagte mir, dass sie bedauere, nicht mit Hitler geschlafen zu haben, als sie die Gelegenheit dazu hatte. Ihre Worte. Ich wollte eigentlich nachfragen, wie sie das meint, aber ehrlich gesagt habe ich mich nicht getraut. Ein anderer war ein ehemaliger Lkw-Fahrer aus Ostdeutschland. Er gestand mir, dass er einmal ein paar Kinder mit seinem LKW überfahren hatte und sich nicht traute anzuhalten, um nachzusehen, ob sie noch lebten. Eine weitere Polin erzählte mir, dass sie im Zweiten Weltkrieg Prostituierte war und mit sehr hochrangigen Leuten in der Regierung geschlafen habe. Sie sagte, dass sie aus dieser Zeit nichts bereue und dass sie mit niemandem darüber reden konnte und das emotional sehr belastend war. Sie erzählte mir auch, dass sie mehr als 5 Abtreibungen in dieser Zeit gehabt habe. Ich war nicht dabei, um ihre Beichte selbst mitzuerleben, aber die Geschichte, die dazu führt, ist faszinierend. Meine Mutter wurde adoptiert und meine Großeltern haben das nie verheimlicht. Sie liebten meine Mutter wie ihr eigenes Kind. Als sie aufwuchs, versuchte sie so viel wie möglich über ihre leiblichen Eltern und die ihres Adoptivbruders zu erfahren. Damals war es allerdings nicht gerade einfach, an solche Informationen zu kommen. Meine Mutter und mein Onkel wurden nur mit wenigen oder gar keinen Angaben zu ihren leiblichen Eltern ins Waisenhaus gebracht. Oder es wurde ausdrücklich verlangt, die Informationen geheim zu halten. Irgendwann gelang es meiner Mutter, aus Notizen, die sie über Jahre hinweg gesammelt hatte, genug zusammenzutragen. Zum Beispiel, welche Familien wahrscheinlich mit ihr verwandt sein könnten. Oder Grundbuchinformationen, die man in der Bibliothek findet. Und sie hat dieses Puzzle im Laufe ihres Lebens Stück für Stück zusammengesetzt. Schließlich konnte sie die Namen ihrer Mutter und der Mutter ihres Bruders herausfinden. Sie fand heraus, dass sie Teil einer großen Familie war, mit vielen Brüdern und Schwestern. Was ihren Bruder betrifft, er fand heraus, dass seine Mutter nicht lange nach seiner Adoption gestorben war. Zu dem Zeitpunkt, an dem sie diese Informationen gesammelt hatte, war meine Mutter bereits verheiratet, hatte meine ältere Schwester und war mit mir schwanger. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, das sie schließlich auf die richtige Spur brachte. Vielleicht hatte sie etwas gehört oder irgendwo etwas gelesen, aber sie bekam eine Telefonnummer. Diese Telefonnummer gehörte zu dem Haus ihrer leiblichen Mutter. Sie rief an und ein Junge antwortete. Meine Mutter fragte dann nach dem Namen, den sie kannte, und hörte dann: »Ja, einen Moment. Mama, das Telefon ist für dich.« Meine Mutter und ihre Mutter sprachen miteinander. Es war kein einfaches Gespräch. Ich nenne die Mutter meiner Mutter jetzt einfach Bio-Oma. Bio-Oma war überhaupt nicht einverstanden damit, dass meine Mutter sie kontaktiert hatte. Sie stellte kaum Fragen, aber meine Mutter meinte, sie hätte einfach erzählt. Und wenn Bio-Oma auflegen wollte, hätte sie das jederzeit tun können. Also erzählte meine Mutter ihre Kurzfassung ihres Lebens.
Und dann war das Gespräch vorbei. Bio-Oma schrieb meiner Mutter danach hin und wieder Briefe, aber sie machte unmissverständlich klar, dass niemand aus ihrer Familie jemals davon erfahren dürfe. Und dieses Geheimnis trug sie mit sich bis zum Tag ihres Todes. An dem Tag fragte sie eine ihrer Töchter: Wirst du uns sagen, wohin du damals gegangen bist, als du einfach weg warst? Und Bio-Oma gestand schließlich, sie war damals in ein Heim für ledige Mütter gegangen, um meine Mutter auf die Welt zu bringen. Das Kind aus einer Affäre. Ich habe 2 meiner leiblichen Tanten kennengelernt, aber leider sind beide vor ein paar Jahren gestorben. Kurzfassung: Meine leibliche Großmutter hatte eine Affäre mit einem Milchmann, verschwand für eine Weile, um in einem Heim für ledige Mütter ein Kind zur Welt zu bringen, und erzählte ihrer Familie erst auf dem Sterbebett davon.